Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, heute mal eine eher weniger elegante Location, aber das hat einen Grund, das erzähle ich dann nachher. Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen. Ich würde gerne mit einer neuen Videoreihe beginnen, in der es um nichts anderes geht, als Hunde meiner Zuseher vorzustellen. Wieso? Und ich denke, wir könnten alle davon profitieren. Ich weiß, es gibt so viele Hunde da draußen, die derselben Rasse angehören und trotzdem grundverschieden funktionieren. Ist ja ganz klar, jeder Hund wird anders gehalten, erzogen, beschäftigt und so weiter. Und speziell nach dem Vergleichsvideo Deutscher Boxer gegen Continental Bulldog wurde ich von Leuten angeschrieben, im Besitz von Continental Bulldogs, die mir sagten, hör zu, du beschreibst diesen Hund als recht ruhig und einfach, doch mein Conti hat viel Pfeffer im Hintern. Ja, das hörte ich von 2, 3 Leuten. Ich kenne 2 Contis auch, die wohnen hier in Neudörfel, die treffe ich in der Woche 2, 3 Mal verschieden. Doch die vertreten den Rassestandard charakterlich so, wie er beschrieben wird. Ja, es ist eine grundverschiedene Sache. Ich dachte mir dann aber, diese Videoreihe vielleicht bringen zu können, denn vielleicht kommen hier dann Rassen ins Spiel, die auch Sie besitzen und hier können Sie Vergleiche ziehen, sich Tipps herausfischen. Spannend ist es allemal. Wenn Sie möchten, schicken Sie mir Bildmaterial und etwas Info Ihres Hundes auf meine E-Mail-Adresse und ich versuche regelmäßig dann Hunde meiner Zuseher hier vorzustellen. Selbstverständlich gilt das auch für alle Mixe, auch wenn hier Vergleiche schwer zu ziehen sind. Aber da brauchen wir nicht drüber reden. Dieser Kanal ist für jeden da. Ich möchte heute mit meinem Hund diese Videoreihe, diese neue hier starten und gleich mal loslegen. Und wie schon im Thumbnail steht, heute geht es um den rumänischen Banditenhund Vito. Wieso rumänischer Banditenhund? Nun, er ist in Rumänien geboren und ist durch und durch ein Bandit. Im Dezember 2019 fand man ihn mitsamt seinen Geschwistern und seiner armen Mutter im Alter von etwa 2 Wochen am Rand, also an den Ausläufern der rumänischen Südkarpaten. Seine Mutter weist eine auffällige Ähnlichkeit zu weißen Schweizer Schäferhunden vor, nur ist sie eierschalenweiß, nicht rein weiß. Und seinen Vater kennen wir natürlich nicht, wir gehen davon aus, das war ein größerer, dunkler Rüder mit Schlappbart, denn seine Mutter ist sehr hell, hat ein natürliches Stehohr und der Wurf war bis auf Vito auch sehr dunkel. Vito war der hellste. Eine rumänische Tierschutzorganisation rettete diesen Wurf, also die Mutter mit ihren Welpen und nahm sie mit. Und die ersten 5 Monate fristete er ein eher tristes Leben dort in dieser Einrichtung. Wuchs 5 Monate lang eher in nicht so luxuriöser Umgebung auf, möchte ich mal sagen. Deswegen die Location, das ist das Kellerabteil. Ja. Ich dachte mir, das passt. In so ähnlicher Umgebung wuchs auch er auf, denn viel sah er nicht die ersten 5 Monate, außer einen Verschlag mit Holz und seine Geschwister und hier und da mal kleine Kinder, die die Erlaubnis hatten, mit den Welpen tun und zu lassen, was sie wollen. Das ist höchstwahrscheinlich auch der Grund, weshalb Vito von Anfang an panische Angst vor Kindern hatte, als er hier ankam. Ja, ich hatte ja nach Shiro, meinem letzten Hund, 11 Jahre keinen Hund mehr und wir entschieden uns dann dazu, meine Frau und ich, uns wieder einen zu nehmen. Ich wollte zuerst einen Rassehund, doch meine Frau sagte, hör zu, diesmal retten wir einen der Armen. So bin ich zu Vito gekommen, dafür danke ich ihr wahnsinnig, denn sonst hätte ich Vito nicht. Und das wäre sehr schade. Ja, so sind wir zu Vito gekommen. Als wir ihn abgeholt haben, fand ich da ein Häufchen Elend vor. Mitsamt seiner Schwester war er dort, die mit ihm nach Österreich gekommen ist, nach einer langen Odyssee in einem Transporter mit Zwischenstopp an der Grenze, 7 Spritzen. Ja, der Hund verstand natürlich kein Wort Deutsch, ich sprach kein Wort Rumänisch. Er hielt Abstand, ich dachte, da passt etwas nicht. Aber wir nahmen ihn mit. Zu Hause angekommen war er fast kollabiert. Wollte ihn behutsam an seine neue Umgebung gewöhnen, er hatte keine Chance. Er verließ 2 Tage, 2 Nächte das Vorzimmer nicht, nahm keine Nahrung zu sich. Ich musste ihm helfen, Wasser zu trinken. Nach dem 3. Tag lockerte sich alles ein wenig und ich konnte ihm das erste Mal so halbwegs erklären, hör zu, du Kleiner,
Wir zwei sind jetzt eine neue Familie. Auch du bist jetzt ein Jungwirt. Ja, von dem Tag an ging es dann langsam bergauf. Doch psychisch hatte er ja schwerste Probleme. Dazu dann, wenn es zum Charakter kommt. Ich möchte kurz mal seine Anatomie ansprechen. Vito ist heute über 4 Jahre alt. Im Dezember war er 4. Ist ein Rüder mit 65 cm Schulterhöhe und 35 Kilo Gewicht. Er hat Stockhaar mit vorhandener, aber nicht üppiger Unterwolle. Die Farbe würde ich als hellbraun bezeichnen. Die Gesamterscheinung ist die eines typischen Straßenhundes. Sie wissen ja, die Natur ist unbarmherzig beim Thema Selektion und da überleben nur die gesündesten, die stärksten. Sie werden ganz, ganz selten einen bulligen oder stämmigen Straßenhund finden. Die meisten dieser Hunde weisen funktionelle Anatomie vor, so auch Vito. Er hat einen sehr langen, geraden Rücken, ist sehr hochläufig, hat keinen Gramm Gewicht. Zu viel ist ein Leistungspaket. Der Hund ist schnell, der Hund ist ausdauernd und glauben Sie mir, dafür, dass er nur 35 Kilo auf die Waage bringt, hat der Hund Power wie ein doppelt so schwerer Hund. Ich weiß das. Ich hatte schon doppelt so schwere Hunde. Wahnsinn. Nein, anatomisch ist er sehr urtümlich und wird auch manchmal mit einem Wolf, also mit seinem Urvater verglichen. Ja, manchmal haut es ihm den auch raus, muss ich sagen. Der Charakter von Vito ist sehr schwierig zu erklären und ich versuche das Ganze jetzt zu komprimieren, denn das würde viel zu lange dauern. Schwerst traumatisiert, geprägt auf gar nichts, zu mir gekommen. Kannte weder Autos noch Radfahrer, fremde Menschen, fremde Hunde, gar nichts. Was soll ich Ihnen sagen? Sie wissen, die ersten 4 Monate, die Prägungsphase eines Hundes sind die wichtigste. Wenn er die versäumt, ja, so geht es mir bis heute. Ich habe 90% seiner Phobien, seiner Ängste aus ihm rausbekommen. Allerdings fürchtet er sich jetzt vor vielen Dingen nicht mehr. Er reagiert jetzt dominant drauf, weil ich die Phase der Neutralität nie erwischen konnte. Das ging zack und er war weg. Ja. Ist mir lieber, ich weiß, dass Todesangst Angst psychisch zerstört und körperliche Schmerzen verursacht. Dominanz tut das nicht. Meine Aufgabe ist es jetzt, diese Dominanz zu kontrollieren, im Griff zu haben und dafür zu sorgen, dass nichts geschieht. Er fürchtet sich nach wie vor panisch vor Kindern. Wir haben ihn so weit gebracht, dass er halbwegs entspannt neben mir abgelegt bei meinen Eltern, wenn wir zu Besuch sind, liegt, während die Kinder meines Bruders, mein Bruder hat 4 Kinder, spielen, laufen, lachen, tut ihm nichts. Er würde sich aber nicht streichen lassen. Er würde nicht spielen mit ihnen. Er würde versuchen, die Flucht anzutreten und hätte er keinen Platz mehr. Was soll ich Ihnen sagen? Diesbezüglich muss ich natürlich aufpassen. Bin ich allerdings draußen mit ihm unterwegs und er hört 100 Meter entfernt Kindergeräusche, Gelächter, Stimmen, sagt er mir, Herrchen, ich möchte hier weg. Desensibilisierungstraining mit ihm gemacht über Monate, keine Chance, schaffe ich nicht. Selbstverständlich werde ich nie in die Richtung der Dominanz bezüglich Kinder mit ihm arbeiten. Da ist mir viel lieber, er fürchtet sich vor ihnen. Das ist ja ganz klar. Doch, fremden Menschen gegenüber ist er sehr abweisend, misstrauisch, ja, manchmal sogar unfreundlich, speziell wenn wir Besuch von fremden Leuten bekommen, die er noch nie gesehen hat. Hier kann er ein ganz schöner Alligator werden, ja, und hätte einmal eine Freundin meiner Frau gebissen. Das war nicht so schön. Ansonsten hält aber er, wenn wir draußen unterwegs sind, hält er Abstand. Also wenn jemand zu mir kommt, der mich von früher kennt, den Hund noch nicht gesehen hat und mit ihm Kontakt aufnehmen möchte, geht er zurück, 2, 3 Schritte. Die Leute sehen dann, ja, er hält Abstand, das ist kein Schmuser, kein Spieler, kein Begrüßer und begnügen sich damit. Ja. Er will nicht davonlaufen, aber er hält einen gewissen Abstand ein. Er ist ein Hund, der Fremden gegenüber absolut misstrauisch reagiert. Thema Artgenossen mit kastrierten Hündinnen. Kastrierten Rüden und nicht kastrierten Rüden hat er ein Problem, speziell mit nicht kastrierten Rüden. Da ist er etwas zu dominant. Hat aber auch den Grund, dass er das eine oder andere Mal mehr oder weniger zu häufig oder zu heftig bestraft wurde von Rüden, die aufgrund seiner Scheuheit, die er damals vorgewiesen hat, noch stärker wurden. Sie wissen schon, was ich meine. Viele werden dann noch stärker und geben dann noch mehr EZs. Das ist einmal zu oft geschehen, bis es ihm reichte, als er das erste Mal zur Verteidigung überging.
und merkte, auch er kann Schaden zufügen, ja, dürfte es Klick bei ihm gemacht haben. Seitdem ist es vorbei. Bei Begegnungen mit nicht kastrierten Rüden. Bei kastrierten Rüden und kastrierten Hündinnen ist es mal so, kann er aber auch die Ellbogen ausfahren. Bei nicht kastrierten Hündinnen, ja, funktioniert er wundervoll und auch bei Welpen. Also da gibt es absolut keine Probleme. Hundefreilaufzone kann ich mit ihm keine betreten, eben. Deswegen, dort würde er nur für Unruhe sorgen. Wachtrieb. Vito ist höchstwahrscheinlich der beste Wachhund aller meiner Hunde, die ich je besessen habe. Alle meine Hunde waren Top-Wachhunde, aber Vito ist der Beste. Keiner meiner vorherigen Hunde meldet derartig schnell, derartig zuverlässig und auch derartig intensiv wie Vito. Und zum Glück habe ich tolerante Nachbarn, nicht nur das, die ermutigen ihn noch dazu, die sagen, er ist brav, das ist seine Aufgabe. Somit hält er Leute fern, die was da nicht hergehören. Der Schutztrieb bei Vito, er ist ein guter Schutzhund. Ich garantiere Ihnen, würde mich ein 3 Meter großer Mann überfallen und Vito wäre dabei, er würde mich unterstützen und mit mir zusammen gegen diesen Koloss kämpfen. Das weiß ich, da lege ich meine Hand ins Feuer, das garantiere ich. Ich weiß aber auch, würde mich ein 6-jähriges Kind überfallen, würde er die Flucht antreten, da wäre er in einem Tunnel drin und würde davonlaufen. Ist so. Also, liebe Zuseher, wenn Sie vorhaben, mich zu überfallen, schicken Sie Ihr Kind vor. Vito tritt die Flucht an. Sein Jagdtrieb ist extremst ausgeprägt und er ist ein fantastischer Jäger. Da geschah schon der ein oder andere Unfall. Ja. Es ist dann natürlich so, die Tatsache, dass ich hier keine Fortschritte mit ihm erreiche, denn ich habe ja 4-5 Monate intensiv mit ihm trainiert auf diesem Thema, verurteilt ihn mehr oder weniger dazu, am Feld gesichert, an der Leine, mit mir unterwegs zu sein, denn selbstverständlich möchte ich Schwierigkeiten mit der Jagdgesellschaft oder Exekutive aus dem Weg gehen. Außerdem tun mir die Tiere leid, die er einholt, reißt und tötet. Selbstverständlich, und das möchte ich alles nicht. Jagdtrieb extrem ausgeprägt bei ihm und er ist ein sehr geschickter Jäger. Die Trainierbarkeit ist bei ihm recht kompliziert. Er ist kein Spieler. Der Spieltrieb bei Vito ist sehr gering ausgeprägt. Auch bei Artgenossen. Wenn ihn eine Hündin zum Spielen auffordert, dann geht das vielleicht 30 Sekunden, aber das war's dann. Ja. Interessiert ihn nicht mehr. Ballspiele, Stockspiele, Laufspiele. 2-3 Mal, das war's. Trainierbarkeit mit Leckerli, mit Leckerchen, ja, sagt er zu mir, Wiedersehen, die kannst du dir am Hut bieten. Interessiert ihm nicht. Er liebt Käse. Emmentaler Käse, doch habe ich die draußen mit in Würfel geschnitten als Leckerchen, sieht er sie nicht an. Dasselbe mit Speckwürfelchen und so weiter. Während ich sie ihm anbiete und er zu mir sagt, lass mich mit dem in Ruhe, belagern mich die anderen Hunde und sagen, gib sie mir, wenn sie dein Hund nicht möchte. Ja, also wir trainieren immer auf Basis von Lob. Alle Grundkommandos, sei das Platz, Sitz, Steh, Fuß voran, Bring, hier etc., wurden alle auf Basis von Lob erlernt. Das ist sein Motor. Nach der Unterordnung wird er überschwänglich gelobt. Das freut ihn. Leckerchen interessieren ihn nicht. Aufgabenbedarf ist sehr gering bei ihm. Er reflektiert nicht auf Denkaufgaben. Tricks lernen, Suchspiele etc. Alles schon probiert. Interessiert ihn nicht. Seine Denkaufgabe besteht darin, mit mir durch die Wälder zu fetzen, Spuren aufzunehmen. Das ist das, was ihn interessiert. Er hat einen irren Bewegungsbedarf. Deswegen bin ich auch so fit, denn ich bin immer wie eine Eisenbahn hinten nach. Wenn wir den Freilauf simulieren und er mit mir durchs dichteste Dickicht durchzieht, durch den Urwald. Ja. Dementsprechend sehe ich auch immer aus, wenn ich nach Hause komme. Aufgabenbedarf selbst gering, also hier ist er recht einfach zu halten. Den interessieren solche Spielchen nicht, Kunststücke lernen, etc. bla bla bla, das braucht er nicht. In der Manier, zum Beispiel eines Border Collies. Der möchte nur Gas geben. Komm, geben wir Gas. Das erfüllt ihn. Das ist mein Vito. Vito wird in der Wohnung gehalten, in einer mittelgroßen Wohnung. Das funktioniert einwandfrei. Sie kennen meine Einstellung dazu. Natürlich verliert auch er Fell. Ja, man hat einen Staubsauger zu Hause. Fütterung. 2-mal am Tag bekommt er Hauptmahlzeiten. Einmal vormittags, einmal nachmittags. Dazwischen gibt's Leckerchen.
Die Art der Fütterung variiert total. Wir geben ihm sowohl Trockenfutter wie auch industrielles Nassfutter, roh und gekocht. Verträgt er alles, hat er alles gern. Manchmal, wenn er gut drauf ist, putzt er alles weg auf einmal. Manchmal lasst er es stehen. Wir stressen ihn da nicht. Wir nehmen ihm das Futter nicht weg, wenn er es nicht sofort frisst. Das hat für mich keinen Wert. Das soll er sich selbst einteilen. Mengenmäßig kann man sich bei ihm täuschen. Er hat zwar nur 35 Kilo, ja, aber der Hund besteht nur aus Muskeln und verbrennt. Also der ist viel mit mir unterwegs, 3 bis 4 Stunden am Tag. Und wenn er nur nass bekommt, also nur Fleisch, dann gehen hier schon mal 1,8 Kilo weg. Das glaubt mir keiner, wenn er vor ihm steht. Ist aber so. Das ist eine Fressmaschine. Der hat einen Stoffwechsel wie ein Rasenmäher. Pflege. Fellkleid wird täglich gepflegt mit einem feuchten Baumwolllappen. Mache ich das. Ich habe da einmal ein Video drüber gebracht. Geht wunderbar. In 5 Minuten ist das fertig. Ich kann keinen Eigengeruch bei meinem Hund wahrnehmen. Für mich riecht er immer nach dem Parfum, das ich aufgetragen habe. Heute trage ich das EDP von Dolce & Gabbana The One und so riecht mein Hund heute. Ja, also man riecht ihn weder, wenn man zu uns in die Wohnung hineinkommt und ich kann auch keinen Eigengeruch bei ihm wahrnehmen, wenn ich an ihm selbst rieche. Ja. Sein Fell ist gut gepflegt, möchte ich mal behaupten. Seine Ohren werden jeden 2. Tag ebenfalls mit einem feuchten Baumwolllappen ausgeputzt und seine Krallen werden einmal die Woche jeden Freitag getremelt. Getremelt deswegen, er hat schwarze Krallen. Ich kann das Leben nicht sehen, traue es mir also nicht, sie zu zwicken, weil ich Angst habe, ihn zu verletzen. 3-mal am Tag sind wir unterwegs, zwischen 3 und 4 Stunden. Hauptsächlich ist er gesichert, weil ich viel am Feld unterwegs bin. Aber er hat 2-mal in der Woche ausgiebigen Freilauf, den er genießt. Und 1-mal in der Woche trainieren wir an der Unterordnung. Und das ist jeden Mittwoch. Ja. Also, ich würde sagen, gesamt gesehen, Vito ist ein charakterlich anspruchsvolles Powerhouse, das sich sehr für die Wohnungshaltung eignet. Ein exzellenter Wachhund ist, ein guter Schutzhund ist, Familienhund bedingt, sehr gut, wenn keine Kinder im Spiel sind. Sobald Kinder da sind, kippt er mir weg. Das habe ich schon vorher erklärt. Ist mit Sicherheit ein Hund, der sich nicht für jeden eignen würde. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass viele Menschen ihn schon in den ersten 2 Wochen, nachdem sie ihn erhalten haben, wieder zurückgegeben hätten. Bei mir läuft das etwas anders, bei Ihnen wahrscheinlich auch, ja, aber wenn bei mir ein Hund einzieht, zu Hause ist das egal. Und wenn das der hässlichste Hund der Welt ist, in meinen Augen ist es der schönste. Wenn es der dümmste Hund der Welt ist, ist es für mich der klügste. Das ist dann mein Hund und das bleibt mein Hund bis an sein Lebensende. Völlig egal, was da passiert. Ja. Also einen Hund herzugeben, würde mir niemals einfallen. Vito, meine Frau und ich, wir sind ein Herz und eine Seele. Ich wünsche mir, er wird steinalt, er wird so alt, dass ich mir keinen anderen Hund mehr nehmen kann. Denn für mich ist er nicht nur der schönste und der beste Hund, für mich ist er höchstwahrscheinlich auch der letzte Hund. Und ich liebe ihn. Ja, liebe Zuseher, ich lade Sie herzlichst dazu ein, mir auch Info von Ihrem Hund zu schicken. Ja, in der Form von Bilder. Schreiben Sie mir, wie Sie ihn bekommen haben. Sagen Sie mir, wie groß der Hund ist, wie schwer er ist. Erzählen Sie mir von Ihrer Haltung, den Charakter. Beschreiben Sie mir den Charakter Ihres Hundes. Das ist ja alles ganz harmlos. Hier werden ja keine vertraulichen, irgendwelche vertraulichen Daten weitergegeben oder sonst irgendwas. Dient eigentlich nur dazu, dass sich alle anderen, inklusive mir, ja auch etwas orientieren können, wie es bei anderen aussieht, wie der Hund funktioniert oder der Hund funktioniert. Und selbstverständlich sind auch alle Besitzer von Mixen eingeladen, das zu tun. Selbstverständlich, brauchen wir nicht drüber reden. Ja, werde sehen, ob das Ganze Zuspruch bekommt oder nicht. Ich lasse mich mal überraschen. Hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und das war's schon wieder.